Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass du wieder mit dabei bist oder vielleicht auch neu zu mir gefunden hast. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ja, ihr seht es, ich habe hier ein Bildchen liegen von Tini Schnick Schnack. Das hatte ich schon ein bisschen länger bestellt. Es ist noch nicht sozusagen ausgepackt, nur aus dem Karton geholt. Und heute wollte ich es mir mal angucken und dachte, ich nehme dich damit. Nach dem Intro holen wir es aus der Packung raus. Bis gleich. So, also das Bildchen ist wie immer in ihrem hübschen Karton. Hier steht nochmal alles drauf, was ihr wissen müsst. Alles, was enthalten ist. Und ja, finde ich sehr schön. Hier ist auch nochmal so ein kleiner QR-Code, den ihr scannen könnt, damit ihr eine kleine Anleitung habt, wie alles funktioniert. Also das, was hier dann steht, ist wohl hier in dem QR-Code. Ich selber habe den noch nicht aufgerufen, aber ich finde es praktisch, dass er da ist. Ja, holen wir mal das kleine Bildchen hier raus. Karton leer. Und einmal hier. So. Hier bei Tini Schnickschnack habt ihr auch nochmal auf der Folie das Bildchen. Ich lasse es mal so rumgedreht, war ja jetzt ganz praktisch, dass es so rum rausgekommen ist. Aber da auf dem Bildchen steht nochmal alles drauf, was für ein Bild ihr habt, was für Steine und. Also die steinischen Formen, ob quadratisch oder rund. Die Bildnummer ist da drauf, die Bildgröße ist drauf, also alles, was auch auf der Leinwand ist. Und nachher auf dieser Sticker-Legende habt ihr auch da auf dem kleinen Vorschaubildchen drauf. Ja, ich sehe, die Leinwand muss ich ein bisschen auslegen. Ich mache sie mal auf. Das Bild ist von Sandrietta und ja, es hat mir schon länger gefallen. Und jetzt war es ja runtergesetzt oder ist es noch runtergesetzt und deswegen durfte das mitwandern. Oder eigentlich eher gesagt, ich hatte ein anderes Bildchen bestellt und das war nicht mehr da. Ich hatte mir Blümli bestellt und das war irgendwie ein Systemfehler. Also das System hat gesagt, die ist noch da und man konnte es bestellen. Und leider war es aber nicht mehr da. Und dann habe ich halt gesagt, wurde ich angeschrieben und gefragt, ob ich es dann lieber stornieren möchte oder ein anderes Bild möchte. Und dann dachte ich, ach komm, hier die Viola. Hat die auch schon länger in die Nase gesteckt, dann nimmst du halt das, fertig. Ja. Die Leinwand legt sich nachher glatt. Ich muss nachher ein bisschen die Folie abziehen. Ihr seht, es ist ein bisschen, aber das ist, wenn das länger aufgerollt ist, kann das passieren durchaus. Das ist gar kein Thema. Und hier, wie gesagt, auf diesem Sticker, da steht einmal die Bildnummer, die Steinchenform sozusagen und die Größe drauf und ein Vorschaubild von der Leinwand. Finde ich ganz praktisch, finde ich so super. Enthalten sind noch die Steinchen, ein Toolkit und einmal hier eine Stickerlegende. Die Stickerlegende hier ist schon vorgestanzt. Da habt ihr alles drauf, einmal die laufende Nummer, das Painting-Symbol und die DMC-Nummer von der Farbe. Und wir haben bei dem Bild 1, 2, 3 mal AB.
AB sind Aurora Borealis Steinchen. Ja? Genau. Und hier habt ihr nochmal Diamond Painting, ihr Logo, noch einmal wie alles funktioniert. Dieses Bildchen, was ihr paintet, die Nummer des Bildes, die Größe des Bildes und hier unten ihr Slogan sowie ihre Social Media Kanäle. Ihr Slogan ist: Diamond Painting ist nicht nur ein Hobby, es ist die Liebe zur Herausforderung. Ich meine, das kennen wir alle, je nachdem, ob wir Color Blocking lieben oder nicht oder ob wir AB-Steinchen setzen lieben oder nicht. Das ist halt, ja, ne? Deswegen ist es manchmal auch eine Herausforderung, finde ich. Je nachdem, was man macht oder was man bevorzugt, dann wird es schon zur Herausforderung. So, ich muss einmal mein Spachtelding hier holen. Was wir ausprobieren können, ist nochmal, das hier ist gegossener Kleber auf der Leinwand. Das heißt, ich kann die Leinwand nehmen und verkehrt herum aufrollen, aber ich sehe, die Folie ist ein bisschen straff. Also das sieht man jetzt hier zum Beispiel. Die liegt nicht ganz auf dem Bild drauf auf. Das passiert aber bei dem Beziehen der Folie mechanisch. Kann das durchaus passieren und das ist nicht schlimm. Dann nehmt ihr einfach die Folie ein bisschen runter, nur ein Stückchen. Und dann schieben wir uns die wieder richtig drauf. Ja, Entschuldigung, da war meine Tochter an der Tür. Also, ihr könnt, wenn ihr die Folie so zurück habt, euch den Schieber nehmen oder mit der Hand oder ein Lineal, das geht alles. Und dann schiebt ihr euch das nochmal drüber und achtet halt ein bisschen darauf, dass ihr die Folie, da wo sie hochgestanden hat, einmal komplett drüber schiebt. Ja. Und dann liegt sie auch wieder richtig drauf. Und dann könnt ihr sehen, dass das schon wenigstens ein bisschen was bewirkt hat. Aber wie gesagt, wenn ihr nachher hingeht und die Leinwand paintet, könnt ihr hingehen und sie nochmal auslegen lassen. Also entweder ihr stellt was Schweres drauf auf den Rand. Ja. Ich habe auch schon gehört und gesehen, dass manche ihre Leinwand dann sachte bügeln. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das habe ich mich noch nicht getraut. Aber bei ja, eine englische YouTuberin ist das. Oh, mir fällt nur noch Anonymous ein. Also die heißt noch, hat noch vorne dran was. Und die hat das auch gemacht. Die hatte die Sachen dann gebügelt. Auf der allersachtesten Stufe, die sie hatte. Und natürlich alles mit Tüchern geschützt. Also hat hier die Folie abgemacht, hat das ersetzt. Ich weiß gar nicht, hat sie die Folie abgemacht? Ich glaube schon. Die Folie abgemacht und dann, ich glaube, Backpapier hat sie drauf gemacht, weil das ja hitzebeständig ist. Und hat dann die Leinwand sachte gebügelt. Hat noch alles mit Tüchern ausgelegt gehabt. Also sie hatte die Leinwand auf ihrem Bügeltisch. Hat sie so rumgedreht. Unten drunter war ja dann anstatt die Folie das Backpapier. Und dann ist sie so sachte mit noch einem Tuch drüber. Also ein Tuch hat noch drüber gelegen und dann ist sie so sachte mit dem Bügeleisen drüber. Und ja, das hat wirklich funktioniert. Ich selbst habe mich das, wie gesagt, noch nicht getraut, weil ich es immer so hinbekommen habe, dass es so funktioniert hat. Mit Auslegen und Beschweren. Das hat bei mir bis jetzt immer gut funktioniert. Und ja, deswegen, wie gesagt, habe ich das halt noch nicht ausprobiert. Ja, und ihr seht es auch jetzt schon, dass es ein wenig besser liegt. Ja.
Wie gesagt, die Falten von hinten, ja, ist halt, mein Gott. Ich werde es auch jetzt, da das Bild ja quadratisch ist, 50 mal 50, nachher, wenn ich es nochmal wegräume, weil ich packe das wieder in die Folie hier rein, wenn ich das dann wegräume, werde ich es von so aufwickeln. Also so rum, ja. Und ich werde es auch so ründlich wickeln und nicht, dass das so ja, oval halt wird. Ihr seht es, hier sind noch die Falten drin. Da gucken wir jetzt gleich nochmal nach, weil hier vorne war es ja gut. Hier. Ja. So. Und hier das gucken wir gerade nochmal. Da ist noch die Folie ein bisschen stramm. Ich merke, dass die Folie nicht direkt aufliegt. Das heißt, ich ziehe es mir hier nochmal ab zum Teil und schiebe es nochmal drüber. Und so könnt ihr dann einfach verfahren und das machen. Ich hoffe, das stört jetzt keinen, wenn ich das mache. Wenn euch sowas stört, wenn ich euch sowas noch dazu zeige, dann müsst ihr mir das sagen. Wenn ihr sagt, es interessiert euch nur das Bild an sich und die Steinchen und so und wo was platziert ist und sowas, dann schreibt das gerne. Dann kann ich die Videos jetzt sozusagen auch mal getrennt machen. Ja. Denn das kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, ach, das sind Sachen, du, das weiß ich alles, das brauche ich nicht. Aber ihr könnt ja auch vorspulen, wenn ihr möchtet. Na, das geht ja genauso gut. Ja, so, hier ist die Viola. Finde ich auch einen sehr schönen Namen. Ja, ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, abstrakt. Außergewöhnlich finde ich jetzt, aber ich finde das Bild sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, ne, wir machen erst mit der Leinwand weiter. Wenn wir die jetzt eh schon am Wickel hatten. Die Leinwand hat wieder einen schön abgesteppten Rand. Ist perforiert, ist sehr, sehr schön. Von hinten angenehm anzufassen. Ihr habt oben nochmal den Namen Tini Schnick Schnack meets Sandrietta AI. Und ihr habt auf der rechten Seite nochmal das Logo von Tini Schnick Schnack, genauso wie die Bildnummer, die Größe, einmal das kleine Vorschaubild und die Colorliste, also die Legende sozusagen, die ihr auch als Sticker habt. Wie gesagt, die ist einmal mit der laufenden Nummer, einmal euer Painting-Symbol und die DMC-Nummer. Wir haben insgesamt 35 Farben und wie eben schon erwähnt, 3x AB. Die Legende besteht aus Zahlen, jetzt muss ich gerade gucken, doch Zahlen, Buchstaben und Symbole, aber alles gut lesbar. Hell und dunkel, ihr seht es, hier der Pfeil ist zum Beispiel hell hinterlegt und das H zum Beispiel dunkel. Genauso wie hier zum Beispiel, hell und dunkel. Ja, das R, also von daher denke ich mal, ist das auch alles gut lesbar auf der Leinwand. Wie die Legende ist, ist es auch hier auf der Leinwand. Das R, das A, das kleine, ist hier auch in hell gedruckt. Und das T, die 8, in dunkel. Ja. Hier ist ja alles dabei. Einmal das Color Blocking, also wo man viel von einer Farbe legen kann, auf einmal. Und ja, ein bisschen Konfetti, finde ich. Also ja, ist ein schönes, abwechslungsreiches Bild. Diese Legende, die ihr einmal links, rechts habt, die findet ihr auch links. Also ihr Logo,
einmal die Bildnummer, die Größe, das Bild und die Legende. Unten findet ihr nochmal ihren Slogan mit dem Diamond Painting. Ist nicht nur ein Hobby, es ist Liebe zur Herausforderung. Und hier noch ihre Social Media Kanäle. Sehr schön. Doch, ich finde schon. Das gefällt mir ganz gut. Ich mag das sehr gern, wenn die Frauen so manchmal so ein bisschen außergewöhnlich sind. Von der Haarfarbe her, vom Outfit her und alles. Also finde ich schon schön. Ja, wir haben eine schöne Folie. Der Druck ist super lesbar. Wir haben einen ganz kleinen, minimalen Kleberand, aber wirklich minimal. Da könnt ihr euch ja Washi-Tape drüber kleben oder, wie ihr das macht. Ich persönlich habe jetzt festgestellt, wenn er so minimal ist, also wirklich nur so ein Hauch ist, je nachdem klebe ich mit ab oder ich lasse es. Meistens mache ich mir Washi-Tape drumherum, weil ich nachher die Bilder, diesen Rand hier mit der Legende und allem, nicht abschneide. Also ich lasse das immer dran und habe dann sozusagen als Rahmen mein Washi-Tape drum. Deswegen. Ja, dann haben wir noch dabei, wie gesagt, einmal die Sticker-Legende, die Steinchen und ein Toolkit. Das habt ihr immer mit dabei bei Teenie Schnickschnack. Ich hole euch mal das Toolkit raus, dann können wir es uns zusammen anschauen. So, wir haben einmal einen schönen milchigen Stift mit so Glitzerpartikelchen drin, einen Einsersetzer und einen Vierersetzer sowie einen Squishy. Den könnt ihr vorne auf den Stift machen, damit ihr ihn besser halten könnt. Ein kleines weißes Schiffchen, sehr schön, und ein Blättchen mit Wachs, der blaue Wachs. Denkt dran bei dem Wachs, dass ihr hier diese Schutzfolie abzieht und dann könnt ihr ihn benutzen. Die Schutzfolie ist auf zwei Seiten angebracht, also je nachdem müsst ihr gucken. Eine Seite auf alle Fälle etwas lösen und dann könnt ihr da mit dem Stift reinpieken. Sehr schön, dass der auch in einem Döschen ist. Ich finde immer mit so einem Döschen ist das, ja, weiß nicht, ich finde, dann trocknet er nicht so schnell aus. Ich finde, ich kann ihn dann länger verwenden, als wenn das nur ein loses rotes Blättchen ist oder so. Ja, aber gut, das ist Ansichtssache. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, ich weiß es nicht. Könnt ihr mal schreiben, wie es bei euch ist. Wie habt ihr die Erfahrung gemacht, ob in dem Döschen oder ohne Döschen? Ja, dann schauen wir mal die 35 Farben an. Ich hole sie mal gerade raus. So, wir haben natürlich viel Weiß, weil das ist im Hintergrund. So, schlagen wir mal von vorne auf, sozusagen. Wo haben wir denn was hier? Also, ihr habt einmal hier die DMC-Nummer. Das ist jetzt ein AB-Stein, deswegen steht da AB und dann die DMC-Nummer vorne dran. Ihr habt einmal die Bildnummer auf dem Tütchen und
die Größe 50 x 50. Sehr praktisch, dann könnt ihr nämlich die Steinchen wegräumen und die Leinwand wegräumen. Also ihr könnt das Ganze getrennt wegräumen oder auch zusammen. Ich lasse es meistens zusammen und versuche es immer irgendwie noch mal da rein zu wursteln, wo ich es rausgeholt habe. Ja, starten wir mal. Also wir haben 3 Päckchen von der AB-Farbe 798. Ein Päckchen AB-Farbe, die 605. Einmal AB, die 600. So ein schöner Rotton. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tütchen weiß, die 5200. Dann haben wir die 3861 als normal, die 3860, die 3799, die 3756 und die 3747. Sehr schön. Die AB-Farben schauen wir uns gleich mal an, wo sie genau liegen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch die anderen Farben uns anschauen. Ich will nicht zu viel kruspeln. So, schauen wir mal an. So, hier haben wir die 152, die 223, die 224. Sehr schön. Da seht ihr, dass das eine schöne Qualität der Steinchen ist. Die funkeln schon in der Tüte. Die 310. Dann haben wir hier die 317, die 341, die 413, die 452, nur ein ganz paar, die 453 und die 498. Super schöne Farben. Dann folgt die 602, die 603, die 604. Schaut mal schön, der Verlauf. Klasse. Die 762, die 779, die 797, 2 Packungen, die 800 mit 2 Packungen, die 809 mit 3 Packungen, die 814, die 819, die 820, die 823, die 963, die 3713, die 3721 und die 3722. Oh, heute waren wir aber gut durch mit den Farben. Und nur ein Verhaspler drin. Möchte ich mal erwähnen. So, einmal die Farben rüber und dann schneiden wir uns gerade mal die AB-Farben ab. Die Tütchen hier sind ja so vorgestanzt. Also ihr könntet sie auch reißen, aber das habe ich auch noch nie gemacht, weil ich immer Angst hatte oder habe, dass ich dann hier ein Tütchen aus Versehen aufreiße. Also dass das nicht gerade an der Perforierung richtig durchreißen tut. Ja. So, die kommen auch rüber. Wir hatten ja gesagt 3 AB-Farben. Und dann schauen wir mal, wo unsere AB-Farben sind. Wir hatten, wie gesagt, einmal die 600. Das ist so ein schönes Rot. Oder eher so ein Kirschrot, ein bisschen abgestuft. Unsere 600, das ist einmal der Pfeil zurück, Umkehrpfeil, Wendenpfeil, bitte wenden.
Und den haben wir einmal hier in der Lippe, hier bei dem Rot. Ich weiß nicht, ist das eine Blüte oder ein Schmetterling? Also hier bei dem und an der Lippe, hier an dem Hängerchen sozusagen ist er vertreten. Hier oben an den Augen, hier am Make-up sozusagen ist er vertreten und in den Schmetterlingen. Ist sehr, sehr schön. Ich zeige es euch mal dichter. Also hier bei den Schmetterlingen ist es mit drin, so vereinzelt an ihren Haaren, ja, an den Lippen und hier am Augen-Make-up. Also ich finde, die Schmetterlinge sehen ja wirklich toll aus. Ich bin mal gespannt, wie das Bild aussieht, wenn es fertig ist, wenn es gelegt ist. Das habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen, dieses Bild. Aber bei mir muss es jetzt auch erstmal anstehen. Ihr wisst ja, ich bin gerade an den Eisbechern dran und an der Nymphe. Und dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir die 605 als AB. Das ist unser Buchstabe, unser Y. Und der ist auch hier vertreten. Also überall, wo es so ein bisschen heller ist, ist er mit drin. Auch an dem Make-up ein bisschen. Make-up oder an der Bemalung, je nachdem, wie man es nennen möchte. Also hier sozusagen einmal im Schmetterling, hier an der Zeichnung, hier oben an dem hellrosanen, dort auch nochmal und hier ist es mit vertreten. Ja. Also das hier schon mal ein bisschen mehr, aber auch noch, finde ich, dezent. Ja, dann haben wir unser Blau, die 798. Aber ganze 3 Tütchen voll. Das ist schon was. Und das ist unser K. Und das haben wir ja eigentlich viel hier in den Strähnen von ihren Haaren. Ist das so komplett vertreten. Aber auch immer nur so ein Streifen, also nicht im Block, sondern wirklich vereinzelt im Zusammenspiel mit den anderen Blautönen. Sehr schön. Ja, also da seht ihr es. Es ist überall und immer so ein bisschen. Hier am Gesicht auch nochmal in der Strähne. Also ich glaube, die Haare kommen dadurch wirklich super zur Geltung. Ich denke, dass das Ganze super schön nachher rüberkommt. Wie gesagt, sehr, sehr schön von den Farben her. Ja, das sind die 3 AB-Farben von unserer Viola und unser kleines Toolkit mit dabei. Also ihr habt da wirklich alles, was das Herzchen begehrt. Und ihr seht es ist ja wie gesagt ein älteres Kit. Hier auf ihrer Tüte ist noch nicht ihr Logo mit drauf, aber das stört nicht. Wie gesagt, ich finde es sehr schön und ich bin froh, dass ich mich jetzt doch dafür entschieden habe, sie im Gegentausch zu Blümi zu holen. Blümi hätte ich zwar auch gern gehabt, aber
Gut, dafür habe ich sie jetzt. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Fragen, Anregungen, alles gerne in die Kommentare. Ich tausche mich gerne mit euch aus. Tipps auch gerne runter in die Kommentare, wenn ihr mögt. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.